Mit Nova Roma entsteht, man muss fast schon sagen, noch ein Citybuilder mit Römer-Setting. Warum sich aktuell gefühlt jeder zweite neue Citybuilder an diesem Setting abarbeitet, soll aber heute nicht das Thema sein, zumal Nova Roma mit das erste Spiel war, welches mit genanntem Setting bereits letztes Jahr angekündigt wurde. Jetzt haben uns die Devs ein größeres Update präsentiert, weswegen wir mal abchecken müssen, ob das Spiel eventuell genau was für euch ist oder eben nicht. Nova Roma entsteht aktuell beim Indie-Entwickler Lion Shield, welcher sich wiederum auf 3 Entwickler verteilt. Als Publisher fungiert, wie bei mittlerweile fast allen Indie-Strategiespielen, Hooded Horse. Das kleine Team rund um Nova Roma hat außerdem bereits das durchaus gelungene Kingdoms and Castles auf die Beine gestellt, welches mit einem sehr ähnlichen rudimentären Grafikstil daherkommt, was man durchaus als Markenzeichen von Lion Shield ansehen kann. Wer also fette Bombast-Grafik erwartet, wie sie uns vielleicht irgendwann Anno 117 bieten wird, ist hier wohl eher weniger aufgehoben. Wer hingegen darüber hinwegsehen kann oder das Ganze gar stimmig findet, den erwartet hier wohl ein spannender Citybuilder in der Antike, wie ihn gerade irgendwie alle bieten wollen. Und da wären wir dann nochmal kurz bei Anno 117 Pax Romana, bei dessen Ankündigung neulich mein erster Gedanke war: Scheiße, jetzt kotzen die bei Lion Shield sicher gerade im Strahl. Oder so ähnlich. Aber gut, wenn alles klappt, erscheint Nova Roma noch dieses Jahr und somit mindestens ein ganzes Jahr vor Anno, was dem Ganzen dann wieder deutlich mehr Sinn gibt. In Pax Romana, Nova Roma, führte eine kleine Gruppe von römischen Bürgern, die sich in noch unbekannten Landen niederlassen, um ein neues Reich zu gründen. Dabei müsst ihr nicht nur allerlei altbekannte Wirtschaftszweige bilden, sondern auch die Götter beschwichtigen und als großes Feature Wasser durch aufwendige Aquädukte in allen Teilen eures neuen Imperiums verfügbar machen. Jetzt haben uns die Devs 3 unterschiedliche Arten von Wohnhäusern vorgestellt, die sich grob gesagt in 3 Größen unterscheiden. Bewohner kleiner Häuser geben sich mit Grundbedürfnissen zufrieden, wohingegen in größeren Häusern wohlhabendere Römer einziehen, die dann dementsprechend höhere Anforderungen an Dienstleistungen und Ressourcen stellen und natürlich einen Anschluss an das städtische Aquädukt fordern. Als Gegenleistung für den Aufwand gibt es dann entsprechend höhere Steuereinnahmen. Wie in der Antike sollen sich im Erdgeschoss der Wohnhäuser Läden eröffnen lassen. Hier steht euch dann eine breite Palette von Lebensmittelgeschäften bis hin zum Friseur zur Verfügung und soll dabei möglichst historisch korrekt sein, auch wenn man hier direkt wieder zurückrudert und betont, Spieleentwickler und nicht Historiker zu sein. Auch ist man näher auf Wasser eingegangen, welches sich korrekt physikalisch verhalten soll und so zum Beispiel immer nach unten fließen muss, etc. Wasser wird aber nicht nur für Wohnhäuser benötigt, sondern auch für zum Beispiel öffentliche Toiletten und Badehäuser. So müsst ihr zunächst Staudämme errichten, um Reservoirs zu erschaffen, die das gesammelte Wasser dann über euer ebenfalls komplett händisch erstelltes Aquädukt in die Stadt leiten. Bereits zur kommenden Gamescom sollen dann auch das Release-Date irgendwann im Herbst oder Winter feststehen und ihr somit bald mit der Planung eures römischen Imperiums beginnen können. Was meint ihr? Holt ihr es euch oder seid ihr jetzt schon mit dem Setting bedient? Gerne mal ab in die Kommentare damit. Und sobald dann alle Infos vorliegen, fasse ich euch alles in einem neuen News-Video oder im Wochenrückblick zusammen. Apropos Wochenrückblick, der wird hier aktuell von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, bei dem ihr aktuell Planet Zoo für roundabout 11 € abgreifen könnt, also fast 80% günstiger als auf Steam. Mein Partnerlink daher oben im i sowie in der Videobeschreibung. Frohes Zocken, gerne Abo dalassen für mehr und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.